Hi everyone, I'm SmileyPeaceFun and this video will be in German, but you can activate the English subtitles I made for you. Ja, hallo zusammen, ihr habt es vielleicht schon gehört. Ich mache dieses Video heute in Deutsch und nicht in Englisch, obwohl meine Videosprache normalerweise Englisch ist. Denn heute geht's um die Video Days, beziehungsweise um einen Real Talk über die Video Days. Wer die Video Days nicht kennt, das ist eine sehr große YouTube-Veranstaltung, wo sich YouTuber und Zuschauer treffen können. Und wie ihr an meinen Bändern erkennen könnt, war ich seit 2013 an jedem Video Day mit dabei, kenne die Veranstaltung also ziemlich gut. Und da auf die Video Days fast nur deutschsprachige Zuschauer oder YouTuber hingehen, macht es keinen Sinn, dieses Video in Englisch zu machen. Darum mache ich es heute in Deutsch und habe aber wie immer noch englische Untertitel hinzugefügt. Und zwar geht es vor allem um mein Follow Me Around von den Video Days 2016, das ich gemacht habe. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut es euch vorher an. Ich verlinke es auf jeden Fall auch, damit ihr auch wisst, um was es genau geht. Und zwar haben mich einige Nachrichten erreicht, die gesagt haben, die Video Days in Köln seien dieses Jahr nicht so wahnsinnig cool gewesen und aber in meinem Follow Me Around sehe es viel cooler aus und ich solle doch mal berichten, wie ich denn die Video Days miterlebt habe, was meine Meinung zu den Video Days ist. Und das Ding ist, man muss wissen, meine Follow Me Arounds sind so geschnitten, dass ich eigentlich nie was groß dazu sage. Das hat den Grund, dass sowohl englische als auch deutschsprachige Zuschauer die Follow Me Arounds anschauen können und ich sage in meinen Follow Me Arounds auch wirklich nur dann etwas, wenn es wichtig ist, um das Video zu verstehen, dass ich etwas dazu erkläre. Das hat aber dazu geführt, dass halt man nicht wirklich sieht, was hinter den Kulissen bei den Video Days abgelaufen ist, was ich so Positives und Negatives erlebt habe, sondern man sieht halt wirklich einfach nur die Bilder und Eindrücke und wirklich den Zuschauern, die mich gefragt haben, wie ich denn die Video Days empfinde, ob ich sie nun empfehlen kann oder nicht, wollte ich halt einfach Klarheit schaffen mit diesem Video. Dafür bin ich mein Follow Me Around Video nochmals durchgegangen und habe mir einige Stichpunkte aufgeschrieben, zu denen ich was sagen will. Und bleibt auf jeden Fall noch bis am Ende dran, denn da gibt es noch ein kleines Giveaway. Kleiner Disclaimer noch, das soll überhaupt kein Bashing sein, ich will die Video Days nicht irgendwie fertig machen, überhaupt nicht. Das ist nur meine ehrliche Meinung zu den Video Days, weil ich eben danach gefragt wurde. Und zum Einlass, ich habe schon Jahre erlebt, wo es 1 bis 2 Stunden ging, bis man wirklich mal drin war. Dieses Jahr ging es rund 10 Minuten für uns als normale Zuschauer und das ist wirklich mega cool und wir mussten nicht lange anstehen, um in die Video Days reinzukommen. Es kann sein, dass es bei anderen Leuten anders war. Bei mir waren es 10 Minuten, finde ich top. Zu der Show. Am ersten Tag war die Show und die ging ganze 8 Stunden. Also man muss dazu sagen, es waren 3 Teilshows, die insgesamt 8 Stunden gingen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass da noch dieser Song Contest war, den ehrlich gesagt mich und meine Freunde alle kaum interessiert hat. Und die Talents oder die Artists, die da zum Teil auf der Bühne waren sehr fragwürdig. Es gab viele Dinge, wo wir uns gefragt haben, muss das wirklich noch in die Bühnenshow rein oder ist das nur, um irgendwie das Programm voll zu kriegen? Und wir haben noch mit Melissa und mit Dominik geredet. Das sind die beiden, die das Ganze moderiert haben. Und sie haben auch gesagt, schon in Proben ist so viel schief gegangen und sie machen einfach das Beste draus. Und ich finde, die beiden haben zumindest das Beste draus gemacht. Nun zu den YouTubern auf den Video Days. Ich kannte über 3/4 der YouTuber auf den Video Days dieses Jahr nicht. Ich bin mir wirklich alt vorgekommen. Man muss auch dazu sagen, ich habe von keinem einzigen dort erwartet, dass er mich kennen muss, denn ich bin wirklich klein. Aber dennoch haben mich 2, 3 Leute erkannt, was ich mega cool finde. Danke an euch an dieser Stelle nochmals. Und ja, das ist halt einfach, weil ich bin mit einer ganz anderen Generation an YouTubern groß geworden als die Jugend heute. Und halt die großen YouTuber, mit denen ich groß geworden bin, die waren nicht auf den Video Days. Und das war so eine große Enttäuschung für mich, weil bisher kannte ich eigentlich jedes Jahr sehr viele Leute und dieses Jahr gar nicht. Das hing auch damit zusammen, dass dieses Jahr dieses Musical.ly mega gehypt wurde und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mehr meine Generation. Ich kenne die Leute nicht, die das machen. Ich kannte noch gerade Lisa und Lena, weil die halt mit die größten Nutzer auf Musical.ly sind. Aber ansonsten, ich verstehe den Hype um Musical.ly nicht, ich nutze es nicht. Ich sehe nur, dass sich sehr viele YouTuber über Musical.ly lustig machen. Das war so der Grund, warum ich und so meine Generation kaum jemand kannte. Nun kommt aber das große Aber. Denn ich war nicht als Zuschauer in den Video Days, ich war als YouTuber da. Die Geschichte dahinter ist ein bisschen kompliziert.
ein Freund, der eben auf den Video Days war und offiziell als YouTuber angenommen wurde, denn man muss ja eine gewisse Reichweite haben, um da als YouTuber aufgenommen zu werden. Der hat gesagt, ich kann dich als Gast mit anmelden und dann kannst du vielleicht mit mir Backstage kommen und so. Und die Video Days haben das total unübersichtlich und total komisch organisiert, denn schlussendlich war nicht klar, ob ich jetzt als Gast akzeptiert bin oder nicht. Und mein YouTube-Kollege meinte dann, ja, die haben das irgendwie vergessen oder vertauscht oder irgendwie falsch aufgeschrieben. Auf jeden Fall war es total unklar. Und ich habe mir dann einfach ein normales Ticket gekauft, weil ich dachte, ich will nicht dastehen und dann irgendwie nicht reingelassen werden als Gast und dann einfach kein Ticket haben. Ich konnte in so einen kleinen Meeting-Bereich mit irgendwie 3 Stehtischen und da gab es einfach Cola und Wasser in 2 Kühlschränken und that's it. Das war der Meeting Point, wo man halt einfach unter YouTuber quatschen konnte und das sah nicht mega fancy aus und wir konnten halt einfach zu den Meet and Greets gehen, die am zweiten Tag stattfanden und da halt einfach frei rumlaufen und an die Tische gehen und mit den YouTuber quatschen. Zu den Autogrammstunden. Das ist jedes Jahr das Riesenthema der Video Days. Egal wie die Autogrammstunden organisieren. Ich habe verschiedenste Systeme gesehen. Es gibt immer Stress, Streit, Komplikationen und riesenlange Anstehzeiten. Man kann keine Halle von 15.000 Leuten füllen und dann einfach Autogrammstunden machen, wo wirklich jeder die YouTuber sieht, die er gerne sehen möchte. Das geht einfach nicht. Und da kann ich die Organisation auch irgendwie verstehen. Das Ding war, man musste sich entscheiden, will ich zu den YouTubern, die am Tisch in Reihe 1 stehen, will ich zu den YouTubern, die am Tisch bei Reihe 2 stehen. Das heißt, man musste sich aus den Reihen quasi raussuchen, zu welchem Tisch mit den YouTubern, das man dann gerne wollte. Man muss sich überlegen, die Autogrammstunden waren immer 1 Stunde. Das heißt, in 1 Stunde kann man so und so viele Leute durchlassen zu den Autogrammen. Und was wirklich nicht gut organisiert war, ist, dass es einfach zum Teil Reihen gab, wo dann irgendwie 3 große YouTuber an einen Tisch gestellt wurden, wo sich dann fast alle angestellt haben und wo dann so viele enttäuscht wurden, halt einfach, weil die YouTuber nicht gut verteilt sind. Und dann hat man als Zuschauer, wenn man da hinkommt, genau 20 Sekunden Zeit und die Security hat auch ziemlich penibel darauf geachtet. Und das macht halt einfach, dass an den Video Days keine schöne Meet-and-Greet-Atmosphäre herrscht. Und ich finde es wirklich mega toll, dass so viele YouTuber gesagt haben, wir treffen uns dort und dort draußen vor der Halle. Wenn ihr mich sehen wollt, kommt einfach dahin, da können wir es wirklich chillen. Und das war einfach wirklich so viel besser. Als großes Fazit will ich sagen, dass die Video Days immer nicht so ganz organisiert sind, wie sich die Leute das gerne wünschen. Das liegt aber auch daran, dass Leute zum Teil mit riesengroßen Hoffnungen dahin gehen, irgendwie ihre 10 Lieblings-YouTuber zu treffen, was halt einfach nicht möglich ist und da muss man auch ganz realistisch bleiben. Wenn ihr wirklich gerade so in der Teenager-Phase jetzt seid und die YouTuber feiert, die jetzt in Köln waren, dann könnt ihr euch wirklich überlegen, ob ihr an die nächsten Video Days gehen wollt. Seid euch einfach bewusst, dass es lange Anstehzeiten gibt, dass da sehr, sehr viele Leute sind. Und bitte, bitte geht nicht dahin in der Hoffnung, den großen YouTuber zu treffen, den ihr wahnsinnig feiert. Denn es kann sein, dass ihr einfach groß enttäuscht werdet, wenn ihr genau diesen YouTuber vielleicht eben nicht sehen könnt. Ich gehe nicht mehr auf die Video Days, um eine Autogrammjagd zu machen. Ich gehe dahin, um coole neue YouTuber-Leute oder sonst Leute kennenzulernen, mit denen über YouTube-Themen zu quatschen und einfach neue Kontakte zu knüpfen. Und da würde ich Leuten in meinem Alter nicht empfehlen, als Zuschauer zu gehen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zum kleinen Giveaway. Und zwar finden die nächsten Video Days ungefähr Anfang Oktober statt, und zwar in Berlin. Und das Ding ist, ich habe ein Ganztagesticket, weil ich eigentlich vorhatte hinzugehen, aber die Video Days finden genau dann statt, wenn gerade mein Studium begonnen hat. Und ich will nicht einfach mich schon mit den Studienleitungen verscherzen, indem ich schon in den ersten paar Wochen einfach mal irgendwie ein paar Tage fehle. Und es ist mir einfach auch zu unsicher, so viel Geld nochmal auszugeben, ohne eine Garantie zu haben, dass ich dann wirklich auch als Gast zu den Video Days kommen kann. Es ist zwar mega schade, weil ich hätte zum Beispiel Melissa von Breeding Unicorns, die war so herzenslieb, ich hätte die so gerne wiedergesehen. Auch Mick und Dennis, aber auch Sarah, die Starstubes gemacht hat, oder Jette, das waren alles so liebe Leute, die ich kennenlernen durfte und ich hätte die wirklich alle gerne wiedergesehen. Und es bricht mir das Herz wirklich, aber ich habe entschieden, nicht zu den Video Days nach Berlin hinzugehen. Dann gibt es ein kleines Giveaway mit dem Ticket für die Video Days. Es ist ein Zuschauerticket für den ganzen Tag und wenn ihr das Ticket haben wollt, dann liked dieses Video, schreibt einen Kommentar und sagt mir, welchen YouTuber ihr denn gerne an den Video Days in Berlin sehen möchtet und wieso. Und ganz wichtig dabei ist, bitte macht nur mit, wenn ihr auch wirklich an die Video Days in Berlin gehen könnt. Und ich werde mich dann beim Gewinner melden, der den coolsten Kommentar hat.
und werde dem dann das Ticket zuschicken. Also würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ganz am Schluss will ich nochmal sagen, das soll kein Hassvideo gewesen sein über die Video Days. Ich wurde wirklich oft gefragt, wie ich die Video Days denn empfunden habe. Gerade für mich war dieses Jahr sehr speziell, weil ich halt jetzt mal selbst die YouTube-Sicht gesehen habe und nicht nur die Zuschauersicht. Und ja, ich hoffe, damit konnte ich Klarheit schaffen. Das war mein Real Talk. So, I hope you liked this video. Hopefully see you next time. I'm Smiley, peace fun. Bye.